None whatsoever. Look, I'm running out of options. No one above me seems to care what's going. I have Okay, a full das hatten wir report. gerade schon. What do you think I should? So, jetzt würde ich halt gerne wissen, können wir mit dem Verwalter Bayu halt nochmal reden? Damit ich halt mir eine eigene Meinung bilden kann? Ob ich jetzt zu ihnen sagen kann, jo, schick da ruhig den Bericht hin oder... wenn du das machst, dann ein bisschen... Weil ich möchte ihn jetzt... Guck doch seine traurigen Kulleraugen an. Den kann man doch nicht einfach so in den Tod schicken. Oder in sein Verderben. Deswegen würde ich das gerne wissen. Oh, guckt voll traurig. Ach komm, wir schicken ihn. You know what? You're absolutely right. I can't allow Brayson to run this company into the ground. Hey, look. Thanks for helping me out with this. It's been on my mind for a long time. If there's anything else you need, any question? Darf ich dir ein paar Fragen über Ayumi stellen? As long as it doesn't get me into serious trouble. Ask away. Damit sorgst du schon alleine für mit deinem Bericht. Arbeitest du gerne unter ihr? She's my boss. She's fine, I guess. Look, like I said, I don't want to get into serious trouble. She might be a bit tough on all of us, but being responsible for Neon's power grid is a very stressful position. Sometimes that stress trickles down. Wie lange ist sie schon deine Chefin? I've only been working here for a few years now, and she's been my boss the entire time. Well, the big boss is our CEO, Mr. Harada. But I've actually never met him. He lives somewhere in New Atlantis, I think. Whoa. Okay, that's crossing the line. I can't discuss company matters like this. Ach, komm schon. Es gibt doch keinen Grund für uns, ein Problem zu haben, oder? Yeah, I hope so. I'm still willing to talk. I hear you. I hope I can trust you. Okay, listen. You didn't hear this from me, but I know she's up to something with Benjamin Bayou. He was in her office a few weeks ago, and they had some kind of shouting match. It got really heated until Bayou stormed out the door. I don't know what it was about, but I happen to know Miss Komiko keeps audio recordings of all her meetings in her safe. And before you ask, yes, I'll unlock it for you. Just don't tell anyone I helped, okay? Because I'm sick and tired of the corruption that's running through this city. Dann musst du in eine andere Stadt oder in irgendein Dorf, wo es keine Korruption gibt. Spend the rest of it planning on how they're going to screw over someone else. Something rotten is going on in this company, and one day, I hope to find out what it is. Okay. Sure. Hä? Wurde ich jetzt gespoilert? Weil ich mir jetzt die Dings noch nicht angehört habe? Genodyne was founded in 2232 by the original designer of the conduction grid, Felicia Corbin. Working from her facility in Neon, it took her almost 25 years to get the conduction grid up and running. That was Genodyne's first and last major success. The span above the city is outfitted with a specially developed electromagnetic absorption system. When a lightning discharge hits the span, the energy is instantly distributed across the grid to prevent overload. The energy is then transferred through a series of polyphasic capacitors and rectifiers to ensure all of the negative and positive strikes are equalized. At this point, the energy is clean, and it gets stored in massive storage cells in Neon's underbelly, from which it's parceled out and used for power. Nee, da geht nur ein Siedler. 2 Menschen sind schon einer zu viel, wenn man keinen Beschiss will. Da ist aber jemand pessimistisch. That's an excellent question, and the answer for it is surprisingly simple.
The conduction grid is only effective in lightning-rich environments. That's why Volai was chosen as its primary development site. Genodyne has always hoped to adapt the grid's absorption technology for Wusel, other applications, hallihallo. but nothing public has ever been announced. Hope to see you again soon. So, jetzt müssen wir uns das dann mal hier anhören. Pour me a velocity, Dami. I think we're in luck. Estelle, you found a buyer. And in less than a week. I'm impressed. There's just one teeny little catch, though. Whenever there's a catch with you, it ends up costing me money. Before you give me the guillotine, hear me out. The buyer wants the merch, but they want it tomorrow night. And there it is. Do you have any idea what it will cost to get that many crates out of Xenofresh by tomorrow? No, not this time. What if I told you they wanted 15 cases this time? At full price? Danke für dein Lurk. What about your comrades? Ich hoffe, du hast einen erfolgreichen Tag Won't they want a taste? in PoE I'd hate gehabt. to lose half of our profits. You just worry about the shipment. I'll handle the fleet. All right, Nice. Estelle. You have a deal. Doppelt nice. Here's your drink. You're a doll, dummy. Cheers. All right, Ben. What was so important I had to come to the office in the middle of the night? It's the numbers, Ayumi. Ich glaube, ich bin immer noch bei 11 Divine. If you'd stop interfering with my company, the numbers would be better. Your company? That's funny. I thought it belonged to Mr. Harada. Give me a break. We both know you set up that identity so we could both reap the profits off the books. If Genodyne was showing a profit, we wouldn't be having this conversation. How the hell am I supposed to make a profit when all I have is your brother, the idiot, as my chief technician? I'd choose your next words very carefully, Miss Komiko. Raise the utility costs to your clients, cut some staff, I don't care how you do it. I want Genodyne's profits soaring by the end of the month. And if I ever hear you talking about Brayson like that again, well, I'm sure you can imagine the consequences. I'll be happy to answer. What? Oh my god. Funny thing is, when you think about it, it actually makes perfect sense. I've never actually met Mr. Harada. I haven't even seen a picture of the man. I've only communicated with him via messages. So that means Bayu has a controlling stake in Genodyne already. And he's soaking up a corporate salary to boot. Pure genius. Well, this certainly puts a different spin on things. I'll just keep my head down for now and my mouth shut about Brazen Bayu. Thanks for taking the time to talk. Yep. Vogti, wie lange geht denn die Quest noch ungefähr? Bei wie viel, oder anders ausgedrückt, bei wie viel Prozent bin ich ungefähr? Have you tried one of our advanced teller machines? Coffee flavors, all brewed using the secret. The Trackers Alliance always finds their mark. Ist das noch die Piratenquest? Das ist immer noch diese Undercover-Quest. Yep. Wir sind jetzt in die Piraten-Dings eingedrungen. Dann wollte er, dass wir dieses Gefängnis untersuchen, was wir gemacht haben. Dann wieder Bericht erstatten. Dann sollten wir in die Marienbasis, also diese Armeebasis eindringen und dieses Ding klauen, was wir gemacht haben. Und jetzt sind wir in Neon. Unser aktuelles Ziel ist Komiku befragen. Also wir wurden jetzt nach Neon geschickt, wo wir mit der Estelle quatschen sollten. Die hat gesagt, wir müssen jetzt irgend so ein Virus irgendwo unterschleusen und wir sollen irgendwas mit Komiku bequatschen.
Warum auch immer. Those chimeras really back a bunch. Plenty of space in the members' lounge today. May all your journeys be safe. No funny business. I'm watching you. Yeah. What do you want? Das ist Ayumi Komiko? Sorry, aber die sieht jetzt... Entschuldigung für die Vorurteile, aber die sieht ja null asiatisch, besonders null japanisch aus. Before you continue, let me save you some time. If you're having a problem with your POW or complain about your rates, you need to contact our customer service department. Anything else? You must be zoned out of your mind, because there's no way anyone sober would say something like that. How the hell did you find that? It was Estelle Vincent, wasn't it? That bitch. I knew I should have kept that somewhere else. Here, take this pass. It should get you through the storage room entry to the facility. I'm warning you though. Once you're inside, you're trespassing in a high-security zone. That means they shoot on sight. Good luck. You're going to need it. What is this? A job interview? I'm the COO of the company, second to the top. Right under our esteemed CEO, Mr. Harada, also known as Benjamin Bayou. So when you ask me what I do for Generdyne, the answer is nothing. The Bayous run the show, and I tread water. The salary helps, of course, but at the end of the day, I'm just a joke. Sitting in an office to make things look legitimate. Noch so eine Heulsuse. Warum muss Benjamin Bayou die Taschen verbergen, dass er Geschäftsführer ist? Keeps him off the Freestar Collective's radar. They might actually step in if they discover that the same person controlling the city's regulations and bylaws benefits financially from them. If you haven't figured it out by now, Benjamin has a stranglehold on the city. You can't take a piss Kurz vor der without him finalen charging you Mission, after also fish. dauert das nicht mehr lange, Try ja. and get in his way, and then he uses Wie gesagt, security to beat you senseless, or the Sioga Syndicate to make you disappear. Die Questreihe, da bin ich jetzt seit 3 Streams schon dran. Also gestern waren 7 Stunden, davor waren glaube ich 6 Stunden. Und davor auch 6,5 Stunden. Nee, 7 Stunden, 6,5, 7 Stunden. Das heißt, ich bin jetzt schon seit 20 Stunden nur an dieser Questreihe dran. Also ziehen wir mal noch so 2-3 Stunden vielleicht ab wegen Schiffbau und so, aber zwischen 15 bis 20 Stunden nur diese Oh, Questreihe. for God's sake, say something. Ich nehme an, die Entwicklung bei Gender lösen nicht gerade Begeisterungsstürme aus. If you had to work with Grayson Bayou, you'd understand. The man is still a totally incompetent fool, and he's running our company into the ground. The worst part of it is that he's Administrator Bayou's brother. So I can't fire him. I can't reassign him. I can't even yell at him. It's like having a cut on your body, and you're helplessly watching yourself bleed to death. Except in our case, we're hemorrhaging money. Aber was regst du dich denn darüber so auf? Du hast doch gerade gesagt, du machst doch eh nichts. Du bist bloß ein Witz, der da ist, um da zu sein und nichts anderes zu machen. Also was kümmert's dich? Du wirst doch weiterhin bezahlt. I suppose if I don't explain, a copy of that recording you found might end up on the next SSNN report. Okay, fair enough. A few years back, the previous CEO of Generdyne went missing. As the COO, I was next in line for the job. Instead, Bayou muscled his way into the company and gave me an ultimatum. Either back up his bullshit Mr. Harada identity, or I'm gone. I had no choice. But I decided right then and there, I was going to do whatever I could to take what was rightfully mine.
If that meant seducing Bayou to tip him off balance, then so be it. Luckily for me, Micah's been incredibly understanding about the whole thing. Hallo Phil. Aber es ist interessant, dass diese Mission fast länger geht als die Hauptstory. Krass, echt? Da habe ich auch schon verschiedene Sachen gehört. Manche sagen, die Hauptstory geht 20 Stunden, 25 Stunden, dann habe ich schon 50 Stunden gehört. Es muss dir sehr wichtig sein. Es ist schön, jemanden so an deiner Seite zu haben. Es scheint ein ungleiches Paar zu sein. Was ist mit dem vorigen CEO passiert? What do you think happened? Bayou started sticking his nose into Generdyne's business, all but outright demanding a cut of the profits. In response, the CEO made a huge mistake by threatening to take his grievances to the FC. His shuttle never arrived. Need I say more? Wie war dein Wochenende, Phil? Hast du fleißig gelernt? Ich hoffe, es war gut. More than you can possibly imagine. Micah is the only person in this godforsaken city that's kept me from going completely under. She doesn't want money, doesn't use me for influence or as a stepping stone to get ahead. Kinbärtchen weg, ja? She loves 2 Tagen me for schon. being me. Spontane Situation. Aufgestanden, hab mir den Spiegel angeguckt. And when this stupid bullshit is over, and Bayou is 10 fathoms deep under Neon, we'll be there. Nee, gestern gesoffen, heute gelitten. Forever. Hast du dir also keine Vitamine und Kochsalzlösung mal geholt, damit du dir selbst legen kannst und trainieren kannst? Also soweit ich weiß, geht die ja nach Spielspeed 20 bis 30 Stunden. Okay. If you get caught in Generdyne, that's on you. Ja gut, wir sind ja noch total am Anfang von der Hauptstory, ne? Wir haben jetzt... Das letzte, was ich gemacht habe, ist halt Bennett gerettet und wir haben Wladimir kennengelernt, der uns jetzt losgeschickt hat, um ein paar Fähigkeiten zu suchen. Wovon wir jetzt schon 5 Stück haben. Und ich muss immer noch die andere Quest machen. Die... mit Sam. Hätte viel geopfert für ein Infusionskit heute. Gab es einen Grund, oder? Good luck. Love the vibe of this place. Micah knows how to make a drink. Oder einfach mal... Yeah. Wichtig ist es immer, Elotrans im Haus zu haben. Das wirkt Wunder. Mit einem Kumpel, hatten uns lange nicht gesehen. Nice. The fuck is that? Was? Unerlaubt? Warning, in police only, beyond this point. The fuck is this? Alienhaie. I would hope for the sake of these workers that after a while you get used to the smell. Oh, leck. Ein Baguette. Ja, dumm ist nur, wenn man zu voll ist, um an Elotrans zu denken. Und heute Morgen, das kam wieder raus. Save it for someone who gives a damn. Jungs. Deliverers only. Heute ist irgendwie komisch. Heute tut mir selbst ein Stehen der Rücken weh. Beziehungsweise die Schulter. Ah. I am glad we are on this side of the glass. For a variety of reasons.
Why? Ach ja, und wir haben vorhin herausgefunden, dass sie eine Doppelagentin ist. Die gehört zu diesem Great Serpent Kult. Philipp, mach dir nichts draus. Ich bin auch erst wieder um 17 Uhr aufgestanden. Also ich lasse dich nicht alleine mit den ganzen Tag weg. Sonst ist hier nichts. Ich darf ja gar nicht hier gesehen werden, ne? Looks like this goes up to another floor. Boah, hat er mich gerade erschreckt. Laboratory results, Project GRT-089A. Technician Oyama reporting. The emissive current beaming system is not performing as per Chief Technician Bayou's parameters. His vision that a massively high voltage current can be projected through the air has proven to be impossible. Though such systems have existed in the past, the amount of power required to transfer energy from the conduction grid into our storage is prohibitively expensive. The Chief Technician has had us work for 3 straight weeks on an emission array, and I can conclude without a doubt that it's completely impractical. When I pressed him about the overrun on costs of the project, he said, and I quote, "Don't worry about it. I know what I am doing." Halten die nicht mit dem gefundenen gefundenen Anzug für einen der ihren? Ich habe doch gar keinen gefundenen Anzug. Weiß ich nicht, wie es... Also vorhin in der Marine Base war das so. Da hatte ich einen Laborkittel an, dann hatte ich eine Fähnrichsuniform an und einen Pilotenanzug. Da haben sie mich durchgehen lassen. Wie es hier ist, weiß ich nicht. Ich habe aber auch noch keinen Anzug gefunden. Mein zweiter Versuch, die Verteilernetztechnologie an das Schild-Array eines Raumschiffs anzupassen, ist fehlgeschlagen. Es gibt 2 Probleme. Erstens zieht das Versuchsnetz Strom aus dem Reaktor. Wir wollen das Gegenteil erreichen. Damit das funktioniert, muss das Netz vollständig selbstversorgt sein, wenn es EM-Schaden erleidet. Zweitens sind die Isolierungsschallkreise, die in Neons Netz benutzt wurden, viel zu sperrig, um ein schiffsinternes Modul verbaut zu werden.
Ich habe keine andere Wahl, als ein Problem nach den anderen anzugehen. Ich habe hier nicht viel, mit dem ich arbeiten kann. Und die Ratschläge von Cheftechniker Bayou bleiben weiterhin absolut nutzlos. Nach Monaten des Ausprobierens und Scheiterns habe ich eine Legierung entdeckt, die genau die richtige Mischung aus Leitfähigkeit und Isolierung bieten könnte, die für das Gelingen dieses Experiments vonnöten ist. Das Problem ist, dass diese Legierung aus seltenen Metallen besteht, die wir nicht vorrätig haben. Ich stehe am Rande des Durchbruchs, aber Cheftechniker Bayou besteht darauf, dass er an besseren Ideen arbeitet und weigert sich, die Rohmaterialien zu beschaffen, die ich brauche. Ich verstehe nicht, wie er so blind sein kann. Will er, dass die Firma untergeht? Nachdem die Isolierungslösung auf Eis gelegt wurde, habe ich mich dem Energieverlustproblem gewidmet. Mit Hilfe des EM-Emitters des Labors habe ich das Netz von einem breiten Spektrum von Einflusssimulationen ausgesetzt. Nach meinen Beobachtungen kann sich das Netz für kurze Zeit selbst versorgen. Erreicht jedoch einen Abfallpunkt, ab dem es sich mit Energie aus dem Schiffsreaktor versorgen muss. Auffallend ist, dass dieser Abfallpunkt mit einem starken Temperaturanstieg im lateralen Array zusammenzufallen scheint. Da das Array, das wir in der Laborsimulation eingesetzt haben, veraltet ist, habe ich einen Beschaffungsauftrag für ein neues Array von Stroud Eklund ausgelöst. Ich hoffe, dass das neue Array nicht dasselbe Problem aufweist. Dies ist der letzte Eintrag für das Netz. Ich komme nicht weiter mit den Experimenten und kann nicht mehr fortfahren. Ich verfüge über einige Kenntnisse im Bereich der Astronautik und Schiffssystem. Um das Experiment erfolgreich zu Ende zu bringen, brauchen wir Leute mit einer Spezialisierung in diesen Bereichen. Bisher wurde jegliche Anfrage in diese Richtung abgelehnt oder ignoriert. Aus diesem Grund beende ich das Experiment hiermit, bis jemand anderes von Technikpersonal übernehmen möchte oder Cheftechniker Bayou kündigt und jemand mit dem Hauch einer Ahnung für die Aufgaben hier in seinen Posten übernimmt. So, mein Freund, ich sag gute Nacht und viel Erfolg noch. Vogti! Schlaf schön. Danke wieder fürs Dasein von Anfang an. Hab einen hervorragenden Start in die Woche. Lass dir gut gehen. Nicht mehr lang, dann hast du wieder eine Woche Urlaub, ne? Du packst das. Ich wette, ich muss sogar hier so runter lang. Hä?